Heute schaue ich mir den HPA4 Kopfhörerverstärker/Verteiler von LD Systems mal näher an. Eine dieser Kleinigkeiten, die in keinem Studio fehlen sollte. Dieser 4-Kanal-Verstärker kann im Proberaum, im Studio oder beim Home Recording und Podcasting gute Dienste leisten. Man kann 4 Teilnehmern ein Signal zuspielen, wobei jeder seinen eigenen Kopfhörer benutzen kann. Dieser sollte lediglich 6,3 mm Stereoklinke bieten, um ihn auch anschließen zu können. Nimmt man also mit mehreren Personen auf, ein absolutes Must-Have, damit jeder hören kann, wie und wo er im Endmix steht. Als Eingang dient eine große Stereoklinke oder Stereo-Cinch. Somit ist man flexibel und kann sowohl Audiointerface oder auch Mischpulte diverser Bauformen anschließen. Als Zugabe gibt es noch einen Schalter, der zwischen Mono- und Stereobetrieb wählen lässt. Und das Ganze wird von dem beigelegten Netzteil mit 24 Volt befeuert. Willst du noch etwas mehr über den HPA4 erfahren, schau gerne bei dem Link in der Beschreibung vorbei. Der Verstärker hat auch einige unkonventionelle Vorteile. Hat man zum Beispiel kein externes Audiointerface, sondern nur eine Onboard-Soundkarte, kann man von dort aus von kleiner Klinke auf Cinch in das HPA4 gehen und hat so einen externen Lautstärkeregler, was für mich unverzichtbar ist. Außerdem kann man damit auch prima ein einfaches Kopfhörerkabel verlängern, sollte die Aufnahme zum Beispiel in einem anderen Raum stattfinden. Als Verlängerungskabel braucht man in diesem Fall eine Stereoklinke zwischen Quelle und Verstärker oder, sollte es mal kneifen, reicht auch ein schnödes Gitarrenkabel. Dieses steckt man nicht ganz in die Buchse, um das Stereosignal zu überbrücken. So wird aus einem 3 Meter Kabel mal eben eine 8 Meter Verlängerung. Besser haben als brauchen ist die Devise. Die Verarbeitung vom HPA4 hat LD Systems gut ausgeführt. Es fällt ein angenehmes Gewicht und gute Rutschfestigkeit für ein so kleines Gerät auf. Das ist auch wichtig, denn hängen 4 Kabel dran und einer zieht, kann es auch mal schief gehen. Trotzdem empfehle ich, das Gerät mindestens mit Klettband zu befestigen. Ich habe es hier mit Kabelbindern neben meinem Platz im Proberaum fixiert. So ist es nicht im Weg und immer schnell erreichbar. Das Gehäuse ist aus Metall und präzise gefertigt und verschraubt, also nichts zu meckern. Die Knöpfe sind okay, mit gutem Laufweg, wenngleich vielleicht etwas klein. Für die Maße des Gehäuses genau richtig, aber eine Vergrößerung wäre sicher auch zu Lasten des Preises gegangen. Das ernsthaft zu bemängeln wäre jedoch Jammern auf hohem Niveau. Die Buchsen sind allesamt sehr gut, wie ich finde, und fühlen sich so an, als hätte man lange Freude daran. Nichts sitzt zu straff und nichts zu locker. Einzig der Mono-Stereo-Schalter wirkt, als hätten Sparmaßnahmen gegriffen. Aber zum einen braucht man ihn nicht so oft und zum anderen, irgendwo müssen die von LD ja auch sparen, denn der Endpreis ist enorm günstig. Was den Sound angeht, so kann ich nichts Auffälliges berichten. Das Signal scheint weder verfälscht, noch habe ich den Eindruck, dass der Frequenzgang beeinträchtigt wird. Also an dieser Stelle alles okay und heutzutage wohl kaum überraschend. Ziemlich laut aufdrehen ist übrigens kein Problem, sodass auch ein Schlagzeuger bequem seine Spuren einspielen könnte. Sollte es für manch einen dennoch zu leise sein, kann man in diesem Fall einfach am zugespielten Signal nachjustieren. Als Fazit kann ich sagen, dass ich in dem HPA4 ein super Gerät gefunden habe, das zu dem Preis ein zuverlässiges Maß an Leistung bringt. Qualität und Verarbeitung sind spitze und es ist beim Proben und Einsprechen mit mehreren Personen einfach super praktisch. Etwas nachteilhaft finde ich lediglich die Tatsache, dass es ein spezielles Netzteil mit 24 Volt benötigt. 9 Volt hätten mir besser gefallen, denn sowas hat man als Musiker ohnehin zuhauf. Aber das hat alles sicher seine Gründe. Wer also einfach nur Kopfhörer befeuern möchte und nicht mehr als laut und leise braucht, ist hier sehr gut aufgehoben. Ein Helfer für kleines Geld, den ich nicht mehr missen möchte. Das war's mit meiner Meinung zum LD Systems HPA4. Hat dir dieses Video gefallen, freue ich mich über ein Like, Kommentare und das Speichern und Teilen von diesem Video. Willst du noch mehr über den Kopfhörerverstärker erfahren, schau einfach mal bei dem Link in der Beschreibung vorbei. Und ist Recording und Musikequipment dein Ding? Lass ein Abo da, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.